Damit ist es soweit. Lauren Ulrich wechselt zum FCM bzw. wird ausgeliehen an den FCM nach einer Vertragsverlängerung bei Stuttgart. Das ist der aktuelle Informationsstand, denn aktuell ist die Verpflichtung noch nicht öffentlich. Nach meinem Stand, ich werde es aber posten, sobald die Verpflichtung öffentlich ist. Aber man kann jetzt sich endlich freuen, denn Laurin wird zum FCM wechseln und das ist ein unglaublich wichtiger Schritt für uns. Ich hoffe, dass es eine Kaufklausel gibt, wenn es eine Leihe wirklich sein sollte. Dementsprechend wird es auch eine Rückkaufklausel geben, ganz normales Prozedere bei so einem Wechsel, denn er ist ein Talent, was natürlich auch für den VfB noch sehr, sehr interessant sein würde, denn die halten auch sehr viel von ihm und das spricht auch sehr für uns. Ja, er war ausgeliehen an Ulm, hat dann nicht wirklich überzeugt, auch das muss man klar sagen. Problem aber auch in Ulm, das System passt nicht wirklich zu ihm. Und deswegen hat er dann auch nicht so ganz überzeugt, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. In Ulm war auch so ein klarer eigentlich als Stammspieler angesetzt, würde ich sagen. Hat dann aber halt nur 5 Spiele gemacht und eine gelbe Karte sich geholt, 5% Spielminuten gesammelt. Das reicht natürlich dann nicht. In der dritten Liga wiederum in der Rückrunde hat er dann klar gezeigt, was er kann. Mit 18 Spielen und insgesamt 10 Scorern ist eigentlich fast jede Minute auf den Platz gegangen. Unglaublich gespielt, war an 43% der Toren beteiligt und trifft nun beim FCM auf seinen alten Trainer Markus Fiedler, der natürlich auch ganz genau weiß, was er kann. Und dank ihm haben wir auch wahrscheinlich ganze 6 weitere Vereine aus den Verhandlungen ausgestochen und könnten uns dann gegen die anderen durchsetzen. Auch hier muss man sagen, im Punkto der FCM ist oft nur zweite oder dritte Wahl, stimmt diesmal nicht, denn wir sind die absolute erste Wahl bei einem absoluten Top-Talent der VfB-Jugend. Darüber können wir uns sehr freuen. Wir haben unter anderem Vereine wie Bielefeld ausgestochen, Karlsruhe, ein sehr, sehr, sehr langweiliger Zweitligist, der nächste mit Braunschweig, Paderborn, auch ein Top-Verein in der zweiten Bundesliga, Fürth, auch immer eigentlich zweite Bundesliga gespielt oder sogar noch höher, und auch der HSV, der in die erste aufgestiegen ist. Und damit haben wir wirklich etwas geschafft, was so wahrscheinlich in der FCM-Historie, was Transfers angeht, noch nicht wirklich so da war. Wir haben einen Spieler geholt, den jeder wollte. Und das wird auch sich dann zeigen, ob das sich nächste Saison lohnt. Ich bin mir sehr sicher, im Fiedlers System wird einen klaren Platz haben. Mohamed El Khoury ist gegangen. Die anderen Optionen, die wir auf der Position haben, sind halt aber auch klar gestellt und auch da haben wir uns schon verstärkt zuletzt. Für mich ist er trotzdem auf der Position die klare Nummer 1. Auf der ZOM bzw. zentral-offensiven Position, wo er auch gerne in Stuttgart gespielt hat. Er kann auch theoretisch auf dem Flügel spielen, aber da hier erkennt man schon Muster, wenn man sich das anguckt. Wir haben auf der Position Nick Meyer, Abubekir Ömer Ezein und zudem noch Leipertz. Auch Falco Michi kann man hier nennen. Das sind die Optionen, die wir hier haben. Und dann erkennt man schon klar mit dann nochmal Ulrich, dass wir dann hier die beste Option haben. Wie gesagt, er kennt Markus Fiedler, kennt das System, weiß ganz genau, wie er spielen muss. Jetzt nur eine Liga höher, also er muss sich nochmal dem Niveau anpassen. Vielleicht ein bisschen weniger unnötige Dribblings, der er sehr, sehr gerne auch macht. Aber auch das kennen wir schon von Ivan Bocu, das hat sehr auch gut geklappt. Auch manchmal geht natürlich ein Dribbling nicht durch, das ärgert einen, aber das ist auch ganz normales Fußballprozedere. Und deswegen muss man sagen, er hat eine schwierige Aufgabe. Eine sehr, sehr schwierige, würde ich sogar sagen. Ich glaube sogar die schwierigste, die überhaupt ein Spieler beim FCM haben kann. Den absoluten Topspieler Mohamed El Khoury zu ersetzen, der auch mein Lieblingsspieler war, weil er halt einfach dieses Dribbling kann. Persönlich war er meiner Meinung nach qualitativ der beste Spieler nach der Wende. Ich glaube, so kann man das sagen. Und da konnten auch viele, zum Beispiel eine Bayern-Legende, nicht mithalten. Hat dann auch in 22 Spielen wieder 11 Scorer gemacht. Das zweite Spiel in Scorer spricht halt einfach für ihn. Das muss er jetzt schaffen, ihn zu ersetzen. Für ein Jahr, Leihe wahrscheinlich. Oder 2, das ist noch nicht fest, aber es soll eine sein. Nach meinem Informationsstand, wie gesagt. Und dann werden wir sehen, ob er das hinkriegt. Ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, wenn das alles passt. Wir können einfach mal die Startelf durchgehen. Die optionale aktuell bei mir. Ich würde sehr, sehr gerne wieder Reimann im Tor sehen, der sich auch nochmal hoffentlich dann nochmal einen Schritt weiterentwickelt. John Hugonet und Mathisen könnten auch wieder nächste Saison spielen. Dann holt man vielleicht nochmal einen Innenverteidiger, falls Hoti geht. Sonst würde ich sehr, sehr gerne auch Hoti sehen oder Heber. Das muss man noch sehen. Auch Tobi Müller ist eine sehr, sehr starke Variante da. Dann kommen wir schon zu den Außen, wo wir auch Topspieler haben mit Musunda, Lorik, Bockhorn, Jombe, Sogovic.
und noch viele weitere, kann ich mich auch gar nicht so, ich kann gar nicht darauf eingehen, wen ich denn hier lieber haben würde auf dem Flügel. Ich freue mich sehr auf Herbert, der wieder zurück ist und denke schon, dass er auch die Chance hat, zum Stammspieler zu werden. Fiedler hat ihn zuletzt sehr, sehr oft gelobt, sehr, sehr positiv gelobt. Ja, Darius Stahl war auch einer der Spieler, der für die nächste Saison sehr, sehr interessant sein wird, denn er ist sehr, sehr jung, hat Potenzial und das passt zu Fiedler. Es sind so die einfachen Dinge, die wir hier schlussfolgern können. Auch natürlich weiterhin Silas Gnaka, der gesetzt sein wird, meiner Meinung nach. Außer Stahlmach setzt sich aus dem Nichts durch gegen ihn. Das kann ich mir aber hier noch nicht vorstellen. Ja, dann kommen wir schon zu den offensiven Positionen, wo wir Artig haben. Ich glaube, das spricht sehr, sehr viel für sich. Der Mann ist einfach absolute Klasse für die Liga. Neuenberger, wenn er im Form hoch bleibt, dann wird man vielleicht noch den einen oder anderen Flügelspieler holen. Das weiß man aber aktuell noch nicht. Kommt immer noch darauf an, welche Spieler noch gehen oder ob noch welche gehen. Und dann kommt auch noch meiner Meinung nach ein Spieler, der sich über die Saison in die Startelf kämpfen wird. Und ich bin ein sehr, sehr großer Fan von ihm. Ich mag ihn sehr. Ist auch ein sehr, sehr sympathischer Magnus Bars. Den müssen wir auf dem Zettel haben. Denn das ist für mich und auch für Martin Geissert, mit dem ich schon gesprochen habe, beziehungsweise jemand Bekanntes gesprochen hat, einer der interessantesten Spieler, die es aktuell so in der deutschen Jugend gibt. Und der auch definitiv was Großes werden könnte. Das hat auch schon gegen Regensburg gezeigt, dass er das kann. Wäre für mich auch jemand, der vielleicht die U19-National, wenn er sich denn jetzt durchkämpft, auch mit anführen könnte nächste Saison. Aber das bleibt abzuwarten. Martin Kaas im Sturm, wenn er bleibt, wäre auch eine absolute Allzweckwaffe, genauso wie Alexander Raumström. Und damit hat man dann wirklich eine Top-Start für die zweite Liga, wenn sie alle in Form hoch bleiben. Dann wird man definitiv nicht gegen den Abstieg spielen, denn auch Fiedler hat ein ähnliches System wie Tietz und da wird sich nicht so viel ändern für die Spieler. Sonst wären auch viele bereit zu gehen und zu sagen, ja, darauf haben wir doch keinen Bock. Das sehe ich hier aber nicht. Ich glaube sogar mit Fiedler können wir nochmal einen weiteren Step gehen. Vielleicht wird es wieder der Aufstiegskampf und selbst wenn es im Endeffekt nur das Mittelfeld wird, sollte man es so mitnehmen. Ich glaube, mit Laurin Ulrich gehen wir einen richtigen Schritt in die richtige Richtung und perfektionieren vielleicht nochmal das System perfekt über einen Spieler, den Fiedler kennt. Eure Meinung sicher an dieser Stelle gerne in die Kommentare. Auch sehr freue ich mich auf das erste Spiel gegen Braunschweig und die ersten 3 Spiele insgesamt, Dresden und Hannover. Mit Hannover haben wir definitiv eine Rechnung offen und damit lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wenn mich sehr freuen, ab 99 kann man Mitglied werden. Dankeschön an jeden, der das macht und damit haut rein und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr freut euch alle über die Laurin Ulrich Verpflichtung.